Ja mei, da schaust, der weltbeste Käsekuchen wird jetzt noch besser. Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge von Nobis Kochstunde. Und dieses Mal geht es wieder um meinen Käsekuchen und den habe ich für euch weiterentwickelt. Aber dazu später mehr. Wir bereiten das Ganze vor und damit fangen wir dann auch mit der Backform an, die wir dann einfetten. Ich gebe dann in die Backform eine kleine Menge Haferflocken hinein. Man kann natürlich auch Semmelbrösel nehmen, aber ich nehme immer Haferflocken. Weiter pressen wir eine Zitrone aus. Ich persönlich nehme immer nur den Saft von der Zitrone, manche nehmen auch den Abrieb. Kann man machen. Und am Anfang kümmern wir uns um den Teig. Da geben wir Mehl, Zucker, Butter, Eier, Backpulver und Vanillezucker in die Schüssel und rühren das Ganze durch. Und ich betone es, es ist kein Mürbeteig, sondern es ist ein Teig, der mir am besten gefällt. Und wenn es nicht gleich mit dem Teig klappt, dann gebe ich noch einen Schuss Milch hinzu und dann klappt das. Wenn man genügend Zeit hat, dann kann man den Teig natürlich in Folie einrollen und in den Kühlschrank legen. Aber wenn man keine Zeit hat, kann man die Hälfte vom Teig gleich ausrollen und in die Backform legen. Mit der Vorgehensweise gab es noch nie Probleme. Die andere Hälfte vom Teig verwende ich für den Rand. Dafür rolle ich erstmal diesen Teig dann in kleine Röllchen. So kann ich den Teig einfach nachher besser an den Rand andrücken. Ja, danach legen wir die Backform weg und kümmern uns um die Füllung. Dafür trennen wir erstmal 8 bis 9 Eier, je nachdem wie groß die Eier selber sind. Ja, dann verwenden wir erstmal 2 Pürierbehälter. Und zwar kommen in den einen Pürierbehälter 5 Eiweiße und in den anderen Behälter 4 Eiweiße. Und dazu aber später mehr. Ja, dann kommen wir zur Besonderheit von meinem Käsekuchen. Und zwar, ich benötige immer Birnen dazu. Die holen wir aus der Dose heraus und geben sie auf ein Küchentuch. Jetzt nehmen wir uns eine Schüssel zur Brust, geben Butter und Zucker hinein und rühren das Ganze cremig durch. Danach geben wir Vanillezucker und die Eigelbe mit hinzu und rühren das Ganze weiter kräftig durch. Jetzt kommt natürlich die Zutat hinzu, warum der Käsekuchen eigentlich auch Käsekuchen heißt, nämlich der Quark. Dann nehmen wir 750 Gramm Quark und weitere Zutaten und dann rühren wir das Ganze wieder durch. Ja, was sind die weiteren Zutaten? Das ist der Zitronensaft und das Puddingpulver. Und schön lange durchrühren, damit alles schön homogen durchgemixt wurde. Danach nehmen wir den Pürierbehälter mit den 5 Eiweißen und rühren das Ganze zu Eischnee. Und den rühren wir dann vorsichtig unter die Quarkmasse. Jetzt ist auch der beste Zeitpunkt, die Birnen in Spalten zu schneiden.
weil gleich danach geben wir die Quarkmasse in die Backform. Aber zuerst die eine Hälfte, weil dann kommen die Birnen drauf. Zum Schluss nachher die Quarkmasse schön glatt streichen. Und danach ab in den Ofen damit für 65 Minuten bei ca. 165 Grad. Aber jetzt kommt ja das Besondere von diesem Käsekuchen, und zwar die Haube. Dafür geben wir Zucker in eine Schüssel, geben Vanillezucker hinzu und mengen das Ganze gut durch. Diesen Zucker geben wir dann in die Pürierschüssel oder den Pürierbecher mit den 4 Eiweißen und rühren das Ganze wieder zu Eischnee. Dann holen wir den Käsekuchen aus dem Backofen heraus und geben dort den Eischnee drauf. Und den verteilen wir dann schön gleichmäßig. Und wer dann so lustig ist wie ich, der macht dann noch ein Muster drauf. Und nicht klar, das sollte schnell gehen, weil der Käsekuchen muss wieder in den Ofen hinein und dann für 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad nochmal backen. Mein Backofen von AEG ist nicht der beste, deswegen muss ich den Kuchen dann nochmal um 180 Grad drehen, damit er auch schön gleichmäßig durchbräunt. Auch hier holen wir jetzt den Kuchen nicht gleich aus dem Backofen heraus, wenn er fertig ist, sondern wir lassen ihn noch im Backofen drin bei geöffneter Klappe für ca. 30 Minuten und dann können wir ihn rausnehmen. Dann abkühlen lassen, die Backform öffnen und dann können wir den Kuchen auch schon probieren. Es ist besser, den Kuchen komplett abkühlen zu lassen, dann kann man den Kuchen besser schneiden. Ganz wichtig, die Erfahrung musste ich leider auch schon machen. Und ganz ehrlich, das ist wirklich ein hammerleckerer Kuchen. Versucht diesen Kuchen und ihr werdet mir zustimmen, der ist echt hammerlecker. Aber wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobis Kochstunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei sein würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.